Wie in unserem letzten Video schon versprochen, machen wir in diesem Video auch wieder weiter mit der nächsten Auslegung. Im letzten Video haben wir uns ja das Expansionsventil angeschaut und auch gleich eine Auswahl dazu getroffen, welches Expansionsventil es wird. Und in diesem Video geht es heiß her. Es geht nämlich um das Heißgasventil. Wir starten also mit der glorreichen Frage: Wie wähle ich das richtige Heißgasventil aus? Also Auslegung auf der einen Seite, Auswahl gleich im Anschluss, dass ich das richtige Ventil habe. Und dazu würde ich sagen, werden wir gleich direkt wieder einen Blick in unser CPQ hineinwerfen. Dazu dürfen wir uns natürlich auch wieder anmelden, also einloggen in unser CPQ. Bis jetzt haben wir nur ein Projekt mit drin, wollen aber ein neues dazu machen. Also legen wir auch gleich ein neues Projekt an. Wir sagen, es ist Kühlraum. EG schreibe ich nicht dazu. Es wird einfach irgendein Kühlraum. Ich sage HG-Ventil, also Heißgasventil. Und wir bleiben bei der Metzgerei. So, Zusatz. Den lassen wir jetzt mal einfach nur Heißgas, EXV, also Expansionsventil und Metzgerei. Dann habe ich meine Stichwörter dazu. So, Kunde. Jetzt, wir haben ja schon mal einen Kunden angelegt. Das bedeutet, wir können auch gleich mal nach unserem Kunden suchen. Das ist nämlich hier der Max Mustermann. Den haben wir ja schon mal gehabt. Also können wir den gleich wieder auswählen. Wir müssen also nicht jedes Mal einen Kunden anlegen. Habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Aber jetzt haben wir es auch gesehen. So, das lassen wir so. Anwendung ist natürlich ein Kühlraum. Bemerkung: Video. Das langt mir erst einmal. Und schon steigen wir ein. Jetzt werdet ihr merken, wir haben an dieser Stelle zwei verschiedene Formen von Heißgas-Bypass-Ventilen, die wir verwenden können. Einmal, das erste, damit werden wir auch anfangen, ist die Einspritzung vor den Verdampfer. Und die zweite Version ist die ganz klassische Leistungsvernichtung für die Leistungsregelung vom Verdichter, also die Einspritzung in die Saugleitung nach dem Verdampfer. Wir nehmen jetzt einfach mal die Einspritzung vor den Verdampfer. Kältemittel könnten wir uns alles Mögliche aussuchen. Wir können bei 134a bleiben. Wir können aber auch 449 einfach mal nehmen zum Spaß. Verdampfungstemperatur. Ich behaupte mal, wir nehmen -10. Verflüssigung 45. Das sind wir ganz einfallslos. Dann Druckverlust 0 Punkt. Wie gesagt, kein Komma. Es ist ein Punkt an dieser Stelle. 2,1. Heißgastemperatur. Was wollen wir als Heißgastemperatur nehmen? Komm, nehmen wir 78 Grad. Klingt schön, klingt muckelig warm. So, jetzt haben wir verschiedene Varianten, was wir machen können. Je nachdem, von welcher Seite ich das Ganze gerechnet habe oder von wo ich in meiner Kalkulation gerade komme. Wenn ich als Anlagenbauer im Feld draußen bin, ist für mich in diesem Falle wahrscheinlich das Thema kW am interessantesten, weil ich will ja eine gewisse Wärmemenge dort hineinbringen oder Leistung vernichten teilweise. Und deswegen könnte ich da kW auswählen. Ich kann aber auch Kilogramm, also die Massenströme angeben. Kilogramm pro Stunde, Kilogramm pro Sekunde. Das wäre jetzt wieder etwas, was ich aus den Datenblättern eventuell von den Herstellern raushole, vom Verdichter zum Beispiel oder von meinem Aggregat. Oder was ich kalkuliert habe. Ich würde sagen, wir bleiben einfach bei kW. Wenn es für euch in Ordnung ist, nehmen wir einfach mal 3 kW, die wir da reinbringen wollen. Unterkühlung davor sagen wir 3 Kelvin, nehmen wir mal zum Spaß. Und jetzt berechnen wir das. Wie ihr seht, bisher sind die Schritte alle identisch, abgesehen von ein, zwei Zahlen, ein paar Daten,
wie bei der Auslegung vom Expansionsventil. Da ändert sich also nichts. Das Bild verändert sich hier auch nur ein klein wenig, weil ihr seht, von wo nach wo wir natürlich gehen. Wir gehen von hier oben, machen einen Bypass auf die Saugleitung vor dem Verdampfer. Und da haben wir schon unsere Auswahl an Ventilen. Wer jetzt mal genau auf die Ventiltypen schaut, dem wird eins auffallen. Zum Beispiel, dass wir kein klassisches Z-Ventil finden oder irgendwas anderes. Woran liegt das? Dass wir hier quasi nur eine Ventiltype haben. Klar, wir haben die Heißgasventile. Um das noch ein bisschen klarer zu zeigen, machen wir nochmal den kleinen Sprung zur Carel Homepage. Ich nehme mal carel.de, gehen dann spaßeshalber für alle, die es noch nicht runtergeladen haben, auf Expansionsventile und werfen nochmal einen klitzekleinen Blick in dieses wunderschöne Blatt hinein. Und da sehen wir schon, was alles in Frage kommt als Ventil. Genau hier die Heißgasventile, die hier markiert sind, das wären unsere Ventile. Ich mache es mal ein bisschen größer und schiebe mal ein bisschen das Bild wieder rüber. Und ein Stückchen runter. Also vom E2VH bis zum E4VH, das wäre das, was ich jetzt hier auswählen könnte. Das sind unsere expliziten Heißgasventile. Und genau das ist das, was wir auch hier im Moment sehen. Gut, bei 3 kW, die wir bypassen, da werden wir natürlich kein E4V finden. Und jetzt wäre die Frage, jetzt haben wir wieder jede Menge Ventile, 14 Stück. Welches wäre denn das Richtige? Gut, zum einen sehen wir, hier sind ein paar rote dabei. Die könnten wir eventuell gleich rausfiltern, das ist das eine. Das nächste ist, wir starten mal mit dem Stator. Wir wollen ja draußen im Feld als Anlagenbauer, es macht meistens Sinn, bipolare Ventile zu nehmen. Dann gehen wir mal weiter runter. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, aber bei einem Heißgasventil brauche ich persönlich kein Schauglas. Ich nehme das mal raus. Wenn ihr sagt, ich brauche eins, kann man es drin lassen. Mit Stator oder ohne Stator, also mit dem roten Kopf oder ohne. Ich möchte den roten Kopf dabei haben, den möchte ich nicht separat auswählen müssen. So, und schon sind es ein paar weniger geworden. Jetzt kann ich noch von den Anschlüssen entscheiden, was ich haben möchte. Hoppala, entweder oder. Und jetzt können wir mal die Ventile vergleichen. Wir merken, das hier ist schon rot. Da sind wir schon ziemlich weit oben an der Leistungsgrenze. Wenn diese 3 kW wirklich maximal sind, könnte ich persönlich wahrscheinlich sogar damit leben. Aber wir schauen mal, wie das hier aussieht. Oh, jetzt guck mal, da sind wir hier schon wesentlich besser. Das sieht schon wesentlich passender aus. Das ist doch schön. Und den fände ich fast, naja, für ein Heißgas-Bypass-Ventil fände ich den zu klein. Den würde ich jetzt nicht nehmen wollen. Also meine persönliche Wahl würde bei einer Heißgas-Bypass-Regelung eher zwischen diesen Ventilen hier verlaufen. Aber das können wir uns auch gleich in Ruhe nochmal anschauen. Wir speichern das Ganze, machen den Ausdruck. Und schon können wir die ganz gemütlich miteinander vergleichen. Ja, sieht doch schon mal gut aus. Gut, jetzt haben wir aber nur einen Betriebspunkt ausgelegt. Theoretisch und praktisch, ihr wisst, wie es funktioniert, können wir auch mehrere Betriebspunkte wählen. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, okay, 3 kW ist das eine Thema, aber ich habe ja nicht nur 3 kW, die ich ansteuern möchte, also machen wir gleich nochmal mehr. Die 3 kW sind meine Minimalleistung. Jetzt nehme ich mal eine Maximalleistung, die ich noch mit haben möchte. Komm her. So, Maximalleistung, also minus 10 bleibt gleich, 45 bleibt gleich, 0,5
2, 1 bleibt gleich, Gastemperatur bleibt auch gleich. kW nehmen wir jetzt mal 8, bleibt bei 3. Wir berechnen das Ganze und schauen mal, was jetzt rauskommt. Und das jetzt seht ihr auch, wir haben 2 Punkte und jetzt können wir dann entscheiden, welches Ventil passt am besten. Hier merkt ihr, kriegen wir ein Problem oben raus. Da sind wir schon sehr, sehr weit am Anschlag. Deswegen ist auch die rechte Seite davon schon markiert. Das würde passen. Bei dem Ventil haben wir nach unten halt nicht mehr viel zu regeln, ist aber noch definitiv in einem guten Bereich. Und hier wäre es ideal, wir hätten eine sehr, sehr schöne Regelung dabei. Beide Varianten können interessant sein, je nachdem, was ich damit exakt machen möchte. Und das könnte durchaus ein sehr schönes Ventil für uns sein. Speichern, drucken und schon haben wir wieder unsere PDF mit den passenden Ventilen drauf. Gut, das war an dieser Stelle die Auslegung von dem Heißgasventil für die Einspritzung vor dem Verdampfer. Jetzt können wir das Ganze auch noch mal machen für die Einspritzung nach dem Verdampfer. Da sich da nicht viel verändert, nehme ich euch einfach mit in dieser gleichen Runde und wir gucken mal direkt rein, wie das hier aussieht. Wir wechseln das. Übrigens, wenn ihr zurückgeht, die Daten sind jetzt erstmal nicht mehr da, aber wir haben sie vorhin gespeichert. Also wenn wir das Projekt schließen, wieder aufmachen, gehen wir wieder zu den gleichen Punkten zurück. Das ist auch manchmal gut zu wissen, bevor man sich die Arbeit macht und hinterher ärgert. So, 449 hatten wir ausgewählt. Wählen wir wieder. Wir wählen wieder Verdampfung, minus 10, 45, Heißgastemperatur, 78, Bypass. Wir bleiben bei kW, 3 kW. Auch hier können wir wieder Kilogramm pro Stunde oder Kilogramm pro Sekunde auswählen, wenn wir das möchten. Unterkühlung 3. Und genauso wird es hier auch berechnet. Ihr seht auch, hier ändert sich das Log-pH-Diagramm an der Stelle. Logisch, weil wir auch wieder an anderen Stellen einspritzen. Auch hier können wir wieder unsere Auswahl betätigen. Alles, was wir haben möchten. Auch hier kriegen wir nur Heißgasventile angezeigt. Also ihr werdet da kein E2V 18b finden oder Z oder irgendetwas anderes, sondern ihr werdet wirklich nur die H-Ventile finden. Zur Information, H-Ventile gehören bei uns in der Beschreibung zu den Smart-Ventile. Smart heißt in unserer Denkweise der Ventile, dass die Ventile zerlegbar sind. Für den Service extrem gut. Gerade was das Thema Ersatzteile angeht, wenn mal irgendwas ist das natürlich eine prima Sache. Gut, hier selbes Spiel. Wir sehen wieder genau unsere Betriebspunkte. Ja, sieht schön aus. Ich wähle die auch mal unterschiedlich aus. Wenn ich jetzt auf Speichern drücke, ist halt unsere andere Ansicht überschrieben. Deswegen lasse ich das. Die Ansicht kennt ihr. Ihr wisst, wie das aussieht. Und ach komm, was soll der Geiz? Wir machen es. Da haben wir die Auswahl der Ventile mit den Auslegungspunkten, die wir aktuell eingeschrieben haben. Natürlich, wie bei allen anderen Auslegungen, ist es hier auch so. Auch hier können wir gerne noch weitere Auslegungspunkte hinzufügen, wenn wir das möchten. Aber ich glaube, das habt ihr jetzt super drauf und da brauchen wir nicht weiter drüber zu sprechen an dieser Stelle. Ja, an dieser Stelle sind wir auch schon genau an der Stelle, dass es wieder soweit ist. Diese Folge ist fertig und uns bleibt die große Frage, was kommt beim nächsten Mal? Ihr habt es ja vielleicht schon gesehen. Wir schreiten von jetzt ab in die Richtung CO2 rein und werden uns dann auch gleich mal mit Hochdruckventilen und Flashgasventilen und so auseinandersetzen, bevor wir danach dann auch die CO2-Expansionsventile in subkritisch und transkritisch noch anschauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
und wir sehen uns im nächsten Video.